Hallo Retro-Freunde! Heute gibt es ein weiteres Unboxing auf meinem Kanal. Ich packe eine weitere Masters of the Universe Origins Figur aus, diesmal die erste Deluxe-Figur, und mal schauen, was die im Vergleich zu ihrem Vorgänger, der Vintage-Figur, so drauf hat. Ja Leute, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt doch auch als MOX-Sammler, als OVP-Sammler die ein oder andere Masters of the Universe Origins Figur auspacken werde. Vornehmlich Figuren, die ich in meiner Kindheit gehabt habe, die vielleicht irgendein Sonderfeature oder halt nicht so 0815 Figuren waren. Ja, ich hatte ja als erstes den Origins He-Man ausgepackt mit dem Vintage-Head, ja, weil die Verpackung so total beschädigt bei mir angekommen ist. Dann hatte ich ja zuletzt den Stinkor ausgepackt, weil ich halt wirklich wissen wollte, ob er wirklich stinkt. Ja, natürlich habe ich die Figuren trotzdem OVP noch bei mir stehen. Und ja, die Origins-Figuren sind ja teilweise relativ günstig zu haben aktuell. Deswegen habe ich mir eine weitere besorgt, die ich auch natürlich OVP habe, aber jetzt nochmal auspacken möchte. Auch eine, die ich in meiner Kindheit gehabt habe. Und diesmal ist es eine Deluxe-Figur. Und diesmal ist es der Origins Ram Man. Ja, Ram Man fand ich früher... Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir den Ram Man damals geholt oder beziehungsweise bekommen habe von meiner Mutter. Ich war echt enttäuscht, als ich diese Figur ausgepackt habe. Dieses Stückchen hohles Plastik, ja, von früher. Die Figur war komplett anders wie die normalen Masters of the Universe Figuren halt, ja. Komplett unbeweglich, ja. Gefühlt 5 Gramm schwer oder leicht. Und auch die Springfunktion war so lala. Ja, und jetzt bei dem Origins Ram Man möchte ich halt einfach gucken, wie funktioniert denn diese Sprungfunktion, weil die hat er auch. Ja, jetzt bei dieser Figur, ist die besser, ist die schlechter wie bei der Vintage-Figur? Und ja, wie die Figur insbesondere von den Funktionen her etc., von der Beweglichkeit her im Vergleich zur Vintage-Figur ist. Von der Karte her brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, bevor wir jetzt ins Auspacken gehen. Ja, die Deluxe-Karten oder die Karten sind ja generell bekannt. Die Deluxe-Karten sind ja immer breiter wie die normalen Standardkarten, weil ich habe ja noch ein bisschen Zubehör dabei. Der Ram Man hat jetzt einen zweiten Wechselkopf, er hat eine zweite Hand und er hat die Axt dabei, die auch die Vintage-Figur hatte, und halt zusätzlich nochmal eine weitere Waffe, eine Doppelaxt dabei. Ja, ansonsten hat er oben wieder dieses schöne Artwork von der Figur in Bewegung, sag ich mal. Und auf der Rückseite haben wir wieder das wunderschöne Artwork, wo Ram Man gegen den Roton dotzt. Ja. Faker sitzt drin. Dann habe ich den Skeletor genau auf der anderen Seite noch. Ja. Also Ram Man nimmt es mit allen auf, mit seinem Dickschädel, ja, und macht sie alle platt. Hier habe ich die Funktion, wie die Springfunktion funktionieren sollte. Das gucken wir uns dann gleich nochmal mit der Figur live an. Ja, und halt die weiteren Figuren aus dieser Wave. Der Pantor, Battle Armor Skeletor, der Clamp-Champ, der He-Man und natürlich der Ram Man in der Mitte. Ja, und auch außen auf der Verpackung steht Spring-Loaded hier in dem gelben Explosionszeichen. Spring-Loaded, also wie gesagt, die Figur soll springen. Ob sie das tut, das sehen wir jetzt gleich. Ich stelle die Kamera um und dann packen wir die Figur zusammen aus. Ja Leute, und da sind wir schon wieder. Ram Man steht bereit zum Auspacken. Ja, und ich hatte ja eben gesagt, die Figuren sind teilweise recht günstig. Den Ram Man hier habe ich für 10 Euro geschossen, für 9,99 €. Ja, und da war es mir auch egal. Man sieht es hier, der ist schon auf. Ja, der ist nicht mehr super verpackt. Weil ich ihn sowieso auspacken wollte, war es mir egal. Und ja, apropos auspacken, wir fangen jetzt an. Ich gucke mal, ob ich den hier unten abreißen kann. Dann mache ich ihn hier auf. Dann mache ich ihn wenigstens selbst auf und nutze nicht das schon ausgepackte oder das schon aufgerissene. Ja, und mal gucken, wie ich mich hier anstelle. Zack. Da haben wir einmal natürlich den Comic. Ja, oder das Heftchen ohne Sprechblasen, wie wir es ja gewohnt sind auf der europäischen Karte. So, dann haben wir, ups, da fällt es schon runter, einmal natürlich die altbekannte Axt, die auch die Vintage-Figur hatte. Dann haben wir die Doppelaxt, ja, die neu bei der Figur dabei ist. Dann haben wir hier noch die Ersatzhand, wo ich halt die weitere Axt halten kann.
Wir haben den zweiten Kopf. Ja, das ist der Ersatzkopf oder der Austauschkopf. So, und jetzt gucken wir mal, wie der gute Ram Man hier aussieht. So. Ach hey, guckt euch das an. Ich habe eigentlich, eigentlich nur an der Figur ein bisschen gezogen und habe schon den Arm hier in der Hand. Den stecke ich jetzt einfach mal wieder rein. Zack. So, und da habe ich den Ram Man. Ja, auf den ersten Blick fällt mir sofort auf, das Gewicht, das habe ich auch schon in der Verpackung gemerkt, der ist wesentlich schwerer wie die Vintage-Figur. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ja, vom Design her ist er, ja, wie gesagt, ein 1:1 Abguss von der Vintage-Figur, finde ich. Das Schöne ist, ich kann bei dem jetzt auch die Beine bewegen. Ja, die Beine sind getrennt voneinander, die Füße. Ja, wie kann ich die bewegen? Also ich kann ihn drehen. Und wie kann ich denn... Ach hey, ist das schwer. Das geht ein bisschen schwer, ich war ein bisschen zu vorsichtig. Also ich kann halt auch, ja, die Fußstellung verändern. Ich kann die Knie bewegen. Ja, ist es wieder... Das Oberteil ist nicht abnehmbar, also dieser Schulterschutz hier, der ist aus Gummi, wie ich ja gelernt habe, wie das halt bei den ganzen Origins-Figuren ist. Mal schauen, wie die halt dann in 20 Jahren aussehen, wenn das so ähnlich wie beim Mask ist, mit den Masken, wenn ihr das wisst, was ich meine. Ja, dann bröseln die Figuren halt auch irgendwann auseinander. Ja, ansonsten, sie ist schwer, der ist, ja, man merkt es schon, er ist ja klobig, das finde ich cool, weil Ram Man muss klobig sein. 2020 Mattel steht hinten drauf. So, jetzt können wir noch mal gucken, ob ich den Kopf abbekomme. Das ist wieder der Standardkopf. Ach je, der Kopf geht schwer ab, das ist schon mal gut. Das heißt, es ist auch nicht ganz so ausgeleiert. Jetzt können wir noch mal den anderen Kopf drauf machen. So, und jetzt ist er komplett geschützt. Ja, jetzt hat er auch Nase- und Mundschutz. Finde ich eigentlich eine tolle Idee. Und wenn ich jetzt natürlich halt auch die Vintage-Waffe in die Hand nehme. So. Also mit dem Arm stimmt irgendwas nicht. Ich habe ihn schon wieder in der Hand, Leute. Das ist ja krass. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch einen Ram Man habt, ausgepackt habt und ob das bei den Armen dasselbe bei euch ist. Der ist ein bisschen stabiler, der andere, aber auch nicht so. Ja, und... Hier, bei dem brauche ich fast gar nichts zu machen. Den ziehe ich einfach so raus, da ist überhaupt kein Widerstand. Das finde ich einen ganz, ganz dicken Minuspunkt bei der Figur. Aber wie gesagt, 10 €. Ich stelle ihn ja nur ins Regal, von daher eigentlich egal. Aber für jeden anderen, der damit ein bisschen spielen will oder ein Kind, ja, wenn der Arm die ganze Zeit rausfällt, ist halt nicht so doll. Ja. So, jetzt möchte ich noch mal eins machen. Ich habe natürlich halt auch den Vergleich zur Vintage-Figur. Und hier ist sie. Hier habe ich den Vintage Ram Man, wie ihr seht. Einfach hohles Plastik. Ja, und Unterschied, wie gesagt, ich mache nochmal den Kopf ab, dann sieht man halt wirklich die Figur, wie sie auch in der Vintage-Variante zu sehen ist. Ja, so, ja. Von der Größe her ist es eigentlich absolut identisch. Der ist absolut identisch hier. Ja, von der Farbgebung ist es wunderschön, dass er jetzt einen schwarzen Gürtel hat, finde ich. Ja, das hat mich bei der Vintage-Figur immer so ein bisschen gestört, dass der Gürtel halt silber war. Jetzt ist die Schnalle so ein bisschen abgehoben, finde ich gut. Ja, von den Farben her, das Silber ist schön matt glänzend so ein bisschen halt bei der Origins. Hier bei dem ist es halt einfach nur aufgesprüht, es ist ein bisschen heller. Ja, was soll ich sagen, die Hose ist ein bisschen dunkelgrüner bei der Vintage-Figur, aber alles in allem finde ich es richtig toll. Was ich halt gut finde bei dem Origins ist, dass die Armreifen hier, an den Handgelenken, dass die halt fest sind, dass das halt auch Kunststoff ist und nicht halt wie bei der Vintage-Figur einfach nur so eine Folie, die drüber geklebt war. Die ist halt meistens bei jeder Vintage-Figur, die man sieht, zu 99% immer nicht mehr vorhanden. Also finde ich schön, dass die dabei ist, dass das halt fest dran ist. So, und ja, jetzt kommt's. Ich habe hier noch mal ein bisschen was vorbereitet, Leute. Und zwar habe ich hier als Unterlage mal das neue Masters of the Universe Buch der Retrofabrik. Das habe ich natürlich auch. Das lege ich jetzt einfach mal hier so hin. Ja, und dann probieren wir mal den Test. Ja, also wie gesagt, so, ich habe hier den Vintage Ram Man. Bei dem war es so, ich
Ich packe die Beine runter, dann ist er eingerastet. Ja, jetzt sieht ein bisschen komisch aus. Und hier hinten habe ich so einen kleinen Hebel an den Beinen. Ja, und wenn ich den dann drücke, dann fährt er raus. Ja, also eingerastet, fährt raus. Ja, und damit springt der. Mal gucken, ob man das halt hier sieht. Wenn ich das jetzt mache. Ach je. Na komm schon. Ja, okay. Vorführeffekt, nicht ganz so doll, aber er tut's. Ja, und bei dem ist es jetzt so, wenn ihr das seht, bei der Origins-Variante, er hat hier hinten keinen Hebel mehr, keinen Knopf zum Runterdrücken mehr. Ja, bei der Figur ist es so, ich muss den wohl runterdrücken. Zack, jetzt ist er eingerastet. Das ging schon relativ schwer. Und wie kriege ich ihn jetzt wieder raus? Ich muss wohl nochmal drauf drücken. Und dann fährt er wieder hoch. Aber zack, er ist wirklich gesprungen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nochmal runter. Und bang! Jetzt machen wir das nochmal mit der Vintage-Figur. Also runter und hoch. Runter, hoch. Ein paar Kniebeugen gemacht. Ja, und der Origins nochmal runter und hoch. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte am Anfang, die Origins-Figur von der Mechanik her wäre schlechter, weil ich das auch in vielen Rezensionsvideos gesehen habe. Ich finde das viel besser als bei der Vintage-Figur. Ja, bei der Vintage-Figur passiert eigentlich so gut wie gar nichts, außer dass er nach oben schnellt. Ja, bei dem hier, der hebt ja wirklich ab. Ja, also muss ich gerade nochmal machen. Finde ich richtig cool. Und zack. Finde ich richtig klasse. Ja, also von daher, ja, der Origins, wenn nicht der Arm die ganze Zeit abfallen würde, finde ich es richtig cool. Hier hinten sieht man auch nochmal den Vergleich. Hier hat er nochmal das Rot durchscheinen durch die Rüstung. Hier ist das wieder, ja, das hätte man hier wahrscheinlich aber auch rot machen müssen. Ja, finde ich jetzt, ja, irgendwie ist das wie so ein Guckfenster, das jetzt dazu ist. Aber das ist jetzt eine Kleinigkeit. Ich bin froh, den Origins Ram Man ausgepackt zu haben. Ja, natürlich habe ich einen in perfekter OVP, der halt bei mir in der Sammlung OVP auch stehen bleibt. Und jetzt habe ich einen ausgepackt, der sich zu Stinkor und zu He-Man gesellen kann. Und jetzt haben wir schon 2 gegen 1, also 2 gute gegen einen bösen. Und wer weiß, vielleicht ist demnächst nochmal ein böser dran, der ausgepackt wird. Werden wir sehen. In diesem Sinne, ich stelle jetzt nochmal die Kamera um und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich finde den Origins Ram Man richtig, richtig cool. Aus, ja, 2, 3 Gründen. Mal gucken, vielleicht sind es auch mehr. Vintage-Variante, Origins-Variante. Origins-Variante hat viel mehr Gewicht, liegt viel schwerer in der Hand. Der hier, den merke ich fast gar nicht, dass ich überhaupt was in der Hand habe bei dem Vintage One. Ja, Origins hat, ja, 2 Beine, wirklich Beine, man sieht halt wirklich die Beine. Hier ist es halt ein Stück Plastik, was ja aus einem Guss geformt ist, was die Beine, was die Füße angeht. Den hier kann ich verstellen. Ja, ich habe einen Wechselkopf dabei etc. Finde ich okay, finde ich schön. Ich finde halt wunderschön den schwarzen Gürtel bei der Origins-Figur hier und nicht das, wie gesagt, in einem Silber durchgepinselt bei der Vintage One. Ja, also finde ich richtig schön den Origins, hat Mattel richtig guten Job gemacht. Wenn jetzt noch der Arm nicht ganz so instabil wäre, zack, also das ist, vielleicht ist das ein Produktionsfehler, schreibt es mal in die Kommentare, wie gesagt. Habt ihr auch einen Ram Man ausgepackt und ist der Arm genauso leichtgängig, genauso leicht zu entfernen? Ja, dann lasst es mich mal wissen. Ansonsten habe ich hier einen Montagsfigur erwischt, was überhaupt nicht schlimm ist. Wie gesagt, für mich ist es jetzt egal. Ja, für 10 € stelle ich mir den so hin. Lasst es mich wissen, was ihr von der Figur haltet generell. Wie findet ihr die Ram Man Figur? Wie findet ihr die Vintage besser oder die Origins besser? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten möchte ich noch mal kurz einen Ausblick geben. Das nächste Video, was jetzt erscheint, wird ein Flohmarkt-Video werden. Ja, ich habe einiges auf dem Flohmarkt gefunden. Auf dem ersten Flohmarkt 2022, wo ich war. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist das nächste Video, was kommt. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das erhöht nochmal meine Reichweite. Das gibt YouTube zu denken, dass mein Kanal doch gar nicht so verkehrt ist.
Ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Und ich blende euch jetzt hier nochmal die 2 Videos ein von den Figuren, die ich bisher ausgepackt habe. Wie gesagt, das ist zum einen der Vintage Head, He-Man von den Origins und einmal der Stinkor. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut da auch mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns mit Sicherheit bei einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bleibt gesund, euer Retro Raune.